Was jetzt hier auf den ersten Blick aussieht, wie eine relativ originale Vespa, die halt lediglich mit ein paar Luftdämpfer versehen wurde, ist, täuscht. Weil eigentlich kann man sagen, dass im Prinzip nur noch dieser Blechstreifen hier, naja, ich sag mal der Hauptrahmen, original Vespa ist und alles ab hier, sowohl die ganzen Trittbretter, der Kotflügel, die Einfassung, die Sitzbank, der ganze Innenrahmen, zu dem wir später noch kommen, das ist alles selber gebaut aus Blech mit dem Ziel, dass es halt aussieht wie auf den ersten Blick eine originale Vespa, die eben so tief runter geht, dass sie keinen Ständer mehr braucht und auf dem Boden liegt. Ja, vielleicht zeigen wir als erstes mal, was die Vespa so kann. Ich glaube, wenn man es grob überschlägt, steckt in dem eigentlich kleine Projekt über 500 Stunden. Das hat dann eben damit angefangen, dass eigentlich der Motor von der Vespa ja eigentlich hier unten hängt. Der federt ja hier raus. Wie man sehen kann, wenn es oben ist, so im Endeffekt wird fast der originale Vespa-Motor stehen. Nur eben eigentlich ein Stück weiter hinten und noch steiler eigentlich. Also im Original ist sogar noch ein Stück höher als jetzt. Damit es aber dann realisierbar ist, dass der Platz eben ausreicht, musste eben innen alles abgeändert werden, was dann auch zu großen Problemen in der ganzen Karosserie geführt hat, was letztendlich dazu geführt hat, dass das eigentlich alles ab etwa hier abgeflext wurde und das alles hinten eigentlich in Eigenleistung gebaut wurde. Ich meine, 2-3 Stücke sind auch original, aber der Rest ist eigentlich komplett selber gemacht. Ja, also die Hauptarbeit war eigentlich hier innen drin. Es war mit viel Tüfteln und Basteln verbunden. Zuallererst wurde mal der Drehpunkt hier versetzt. Ich glaube, der Motor, der ist schon lange her, aber ich schätze, der war 5 cm weiter hinten und ein Stück weiter unten. Wo dann der Drehpunkt so war, dass ich mir eigentlich sicher war, dass ich eine Form bauen konnte von der Karosserie, dass der Motor bei seinem Weg, wenn er in die Vespa eintaucht oder in die Karosserie eintaucht, halt so aussieht, damit die Form nachher am Ende schön wird. Deswegen musste der Motor weiter vor, weiter hoch. Hier innen ist eigentlich so ein Trennblech drin, wo dann so der Vergaser durchguckt. Dann eben wurde der Punkt davor gesetzt und dann habe ich halt so einen Hijacker. Das kennt man vielleicht aus der US-Car-Szene. Und eben genau so ein Ding ist hier hinten verbaut. Weil hinten ist eigentlich auch wichtig, dass das halt richtig Power hat. Weil es muss ja in meinem Fall 100 Kilo anheben können. Der vordere ist jetzt nicht so stark, aber da vorne ist auch nicht so viel Gewicht. Aber das nächste Problem war eigentlich, dass die Vespa eigentlich den Stoßdämpfer nach hinten auf der anderen Seite vom Motor hat. Weil dahinter aber natürlich kein Platz mehr war und auch das Ziel war, die Form von der Karosserie der Vespa an so ein, ich würde mal sagen, 30er, 40er Jahre Hot Rod Custom Car anzulehnen, dass das halt hier hinten so runterfließt. War eben hier auch keine Möglichkeit, irgendwas zu montieren. Deshalb wurde ein Hilfsrahmen gebaut. Also der ist aus Rohre konstruiert, der läuft darüber, geht übers Rad drüber ganz knapp, dass er hier oben fast aufliegt und geht dann hier hinten auf den originalen Anguss, wo der normale Stoßdämpfer eigentlich im Prinzip von der Vespa montiert war. Ja, und dann war eigentlich der wesentliche Teil gelöst, der Motor schwingt in die Karosserie. Aber das wiederum hat dann eigentlich zu vielen anderen Problemen geführt, weil zu dem Motor gehört ein Vergaser, gehört ein Auspuff, es gehören Züge, was bei der Vespa richtig beschissen ist, weil das ist ja alles ich sag mal, eine Seilzugschaltung, die in dem Rahmen verläuft und die sich jedes Mal eigentlich verstellt, wenn der Motor sich bewegt oder zu weit bewegt. Das nächste Problem war dann eigentlich, ja, man muss ja irgendwo noch eine Batterie, ein Medium, das den Druck generiert für die Luftdämpfer, unterbringen. Man braucht Ventile und das Ganze soll eigentlich so aussehen immer noch wie original. Deshalb
habe ich dann irgendwann entschlossen, okay, rechte Seite ist komplett vom Motor und die Backe ist eigentlich auch komplett selber gebaut und die ist für die Lufteinheit. Also hier ist alles drunter, was halt das Luftmanagement angeht, unter anderem eine 200 Bar Stickstoffflasche. Ich sag mal, ich war jetzt schon auf mehrere Autotreffer damit, die über ein Wochenende gingen und eigentlich hat mir die Luft immer ausgereicht von Freitag bis Sonntag. Das heißt, man fährt ja da mal über den Tag wieder Platz oder ich würde jetzt mal so aus dem Bauch aus sagen, 100, 150 Zügle hoch und runter lassen, reicht das locker. Und wenn man ein bisschen sparsam damit haushaltet, dann reicht es eben ein Autotreffer aus und mehr muss das für mich auch gar nicht erfüllen. Ja, ich kann euch jetzt mal zeigen, wie es unter der Backe noch aussieht, deswegen schrauben wir jetzt schnell die Backe ab und dann kann man da mal einen Einblick zeigen. Das ist nicht besonders schön gelöst, das musste damals einfach nur schnell gehen, weil ich glaube, es war kurz vor irgendeinem Autotreffer und ich wollte das Ding halt fertig kriegen. Deswegen lasse ich es jetzt mal hoch und mache die ab. Allein dafür habe ich eine gute Woche gebraucht, dass die Backe sauber abnehmbar ist. Ja, wie man jetzt hier sehen kann, Sauerstoffflasche, normalerweise 200 Bar, die ist schon relativ leer. Druckmanometer, kann man natürlich wie beim Schweißgerät hier einstellen. Lässt dann 10 Bar raus, Druck geht hier raus, verteilt sich auf meine, ja würde ich mal sagen, Low-Budget-Verkabelung. Ist jetzt kein Akku eher, aber eher Luftmanagement. Das heißt, ganz normale kleine Ventile, Magnetventile, Ansteuerung direkt über die Taster, die hier oben sind. Wenn man jetzt hier sieht, einfach die Ventile klackern, die Luft geht rein, das war's. Die mehr ist eigentlich unter der Backe gar nicht drunter. Jetzt haben wir die Luftsteuerung, jetzt haben wir, wie das zustande kam im Motor. Dann kam das nächste Problem. Original bei der Vespa haben wir hier ja so ein Trittblech, relativ dünn aus Blech. Zum Teil, ein paar Stücke sind sogar auch noch original. Original kommt hier, ich glaube auf der Seite oder auf der, ich weiß es nicht mehr genau, kommt der Bremshebel hier unten durch so ein Loch, kommt dann hier hoch und das ist dann hier das Bremspedal. Wäre natürlich nicht möglich, weil hier unten darf ja nichts sein. Das heißt, der nächste Schritt war dann, blöderweise, einen komplett eigenen Bremsmechanismus zu bauen. Das habe ich eigentlich komplett in Eigenleistung oder habe ich mir selber ausgedacht. Das ist hier so ein kleines süßes Bremspedal, reicht aber für Vollbremsungen, das auf den Seilzug geht und dann eben die Hinterbremse mit Seilzug ansteuert, im Rahmen drinnen. Dann ging es weiter mit dem Trittbrett. Es war ja von Anfang an eigentlich mein Hauptziel, dass man das Ding ablassen kann und das halt Funke wirft. Deshalb war eigentlich auch relativ naheliegend, dass das Trittbrett relativ stabil sein muss. Es sind sogar hier unter Kufe dran, wie so eine Art Kufa, so ein Flachstahl, der dann den Boden berührt und Funke wirft. Aus dem Fall ist das Trittbrett auch hier aus 3 mm Blech und etwa ab hier, wo das Zinn dann anfängt, geht es dann weiter mit dem originalen, ich sage mal Beinschild. Hier außen wird das Ganze eingefasst mit auch wieder mit einem Rundstahl. Das Trittbrett ist ein Stück schmaler und es ist flacher. Also original, ich würde mal sagen, der Lenker war original hier oben. Aber natürlich, wo dann das Heckteil fertig war, diese flache Linie war, dann war das hier vorne viel zu hoch. Sah natürlich scheiße aus. Also wurde der ganze Lenkkopf gekürzt. Der Lenker ist eigentlich komplett original, nur blank geschliffen. Runtergesetzt, dass das passt. Und dann wurde dieses Beinschild eben auch angepasst mit dem Rundmaterial. Und damit es wieder einen originalen Look kriegt, besagte Trittbrettzierleiste mit den spitzen Schrauben, von denen ich da vorne im Video schon mal erzählt habe. Genau, gleich mal hier drunter filmen, dann sieht man, naja, was das Fahrzeug schon mitgemacht hat und wie die Schrauben zum Teil an manchen Stellen noch rausstehen. Dann geht es hier vorne weiter mit der Gabel. Original hat die Vespa die Gabel andersrum. Also die hat jetzt gerade hier einen Drehpunkt und hier fährt sie hoch und runter, kann ich mal zeigen. Drehpunkt und hier ist halt immer also an der Position, wo jetzt der Luftbalg ist, ist original auch der Stoßdämpfer. Nur eben, dass die ganze Gabel andersrum ist. Weiter hoch in der Rahmen gesetzt, der Lenkkopf wurde komplett selber gemacht, das Abdeckblech alles selber gemacht.
Schutzblech komplett selber gemacht. Auch wieder mit einem Rundstahl als Einfassung. Hat schon auch viel mitgemacht. Und durch das Umdrehen hat es halt eben den Effekt gehabt. Das Rad wandert vor, es wandert weiter hoch und ich habe eben den Raum, den ich brauche, dass ich das arbeiten kann. Naja, wie die Vespa funktioniert, das wisst ihr ja jetzt. Aber wie sie fährt, das zeige ich euch jetzt.